Herzlich willkommen, liebe Studierende. Ich bin Lu Xiaoyan. Ich bin chinesische Co-Direktorin des Konfuzius-Instituts Metropole Ruhr und bin verantwortlich für chinesische Sprache und Kultur. Liebe Studierende, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin Susanne Löhr, die Geschäftsführerin des Konfuzius-Instituts Metropole Ruhr. Unser Konfuzius-Institut ist ein An-Institut der Universität Duisburg-Essen. Wir beschäftigen uns mit China, mit Sprache, mit Kultur, mit Politik und mit Wirtschaft und bieten viele Zusatzangebote für Studierende, aber auch für die interessierte Öffentlichkeit an, denn China, wissen wir alle, wird immer wichtiger. Das Konfuzius-Institut Metropole Ruhr ist eine Kooperation zwischen der Universität Duisburg-Essen und der Universität Wuhan. Die Universität Wuhan liegt im Zentrum von China. Die Uni hat eine Geschichte von mehr als 120 Jahren. Die Universität Wuhan ist in ganz China für ihr schönes Campus sehr berühmt. Die Universität Duisburg-Essen und die Universität Wuhan haben schon Partnerschaften zum Austausch und Kooperation abgeschlossen und die Städte Duisburg und Wuhan sind auch Partnerstädte. Warum ist es wichtig für Sie als Ingenieurinnen und Ingenieure, sich mit China auseinanderzusetzen? China hat die größte Bevölkerung, ist ein Riesenland, ein Global Player, der immer wichtiger wird. Wir haben einen sehr intensiven wirtschaftlichen Austausch mit China bereits. Viele Innovationen entstehen in China, kommen von China aus zu uns und es ist wichtig, sich daher mit dem Land, mit den politischen Strukturen, den Menschen, der Kultur und vor allem den Märkten auseinanderzusetzen. Es gibt viele Firmen, die in China aktiv sind. Ein Beispiel ist die deutsche Automobilindustrie, die große Teile ihrer Gewinne in China generiert. Es gibt auch chinesische Firmen, die mittlerweile hier auf dem europäischen Markt tätig sind und die auch in Deutschland und in anderen Ländern Europas investieren. Da ist es wichtig, gut zusammenzuarbeiten und auch zu wissen, wie man zusammenarbeiten kann. Wenn man sich mit Land und Leuten beschäftigt, muss man zuerst den interkulturellen Hintergrund kennen. Man kann wirklich sagen, dass die chinesische und deutsche Betriebskultur teilweise sehr unterschiedlich sind. Ein gutes Beispiel ist, dass manche Dinge in China einfach schneller umgesetzt und in Betrieb genommen werden. Und in Deutschland gilt, dass man vorher tendenziell lieber noch einmal testet, um sich abzusichern, dass am Ende alles klappt. Hier trifft Perfektionismus auf Pragmatismus. Sie sehen also, es ist durchaus sinnvoll, sich auch als angehende Ingenieurinnen und Ingenieure mit China zu beschäftigen. Das kann wirklich ein Plus für ihre berufliche Zukunft sein. Es ist gut, wenn man Menschen hat, die sich in beiden Ländern und Kulturen auskennen, um wissenschaftliche Kooperationen produktiv und effizient voranzutreiben. Deutsche Firmen freuen sich über Mitarbeiter, die nicht nur fachlich gut sind, sondern auch interkulturell kompetent sind. Und chinesische Firmen schätzen deutsche Ingenieure und Ingenieurinnen. Dazu hat die UDE, aber auch unser Konfuzius-Institut einiges zu bieten. In dem China-Kompetenzkurs an der Fakultät für Ingenieurwissenschaften schnuppern Sie in die chinesische Sprache und Kultur. Sie beschäftigen sich mit politischen Strukturen, aber auch der Wirtschaft. Und Themen wie Social Media und Innovation sind auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, der spannend ist. Sie können Sprachkenntnisse darüber hinaus vertiefen am Institut für optionale Studien, das Chinesischkurse anbietet. Sie können sich Ihre Chinesischkenntnisse zertifizieren lassen mit einem HSK-Test bei uns am Konfuzius-Institut. So können Sie Arbeitgebern zeigen, wie gut Ihre Sprachkenntnisse sind. Und darüber hinaus stehen Ihnen sowieso alle Veranstaltungen des Konfuzius-Instituts offen. Wir haben regelmäßig China-Expertinnen und Experten aus Deutschland, China und auch internationale Expertinnen und Experten bei uns am Institut zu Gast. Wir diskutieren mit ihnen über aktuelle Themen, sie halten Vorträge und diese Veranstaltungen sind öffentlich und wir laden Sie herzlich dazu ein. Einmal im Jahr feiern wir das chinesische Frühlingsfest und da haben Sie nicht nur Gelegenheit, etwas über die chinesische Kultur zu erfahren, sondern Sie können mit den Chinesen hier aus der Region direkt gemeinsam feiern. Wir unterstützen Sie am Konfuzius-Institut auch bei Ihren Planungen und Vorbereitungen für einen Auslandsaufenthalt. Hier bei uns haben Sie Chancen,
Stipendien des Konfuzius-Instituts zu erhalten und für ein halbes Jahr oder ein Jahr einen Studienaufenthalt in China zu ermöglichen. Während des Aufenthalts können Studiengebühren, Unterkunft und Lebenskosten finanziert werden. Durch persönliche Erlebnis können Sie bestimmt Erfahrungen über China und Chinesen aus erster Hand gewinnen. Wir unterstützen Sie gern bei der Bewerbung und Vorbereitung. Kommen Sie gerne zu uns zum Konfuzius-Institut und informieren Sie sich über China und unsere Programme.